Coach Daniele hier von IMU Sports. Heute haben wir Andreas Nommensen zu Besuch und er erzählt uns ein bisschen was aus seinem Leben. Herzlich willkommen, Nomi. Schön, Hallo. dass du da bist. Wie geht's dir heute? Du, sehr gut. Bisschen kalt, aber das wird ja jeder sagen und somit, ich will mich mal nicht beschweren. Das ist doch sehr schön. Das wird ja wahrscheinlich irgendwann auch wieder wärmer. Ja, die Jacke ist ja an, mir kann eigentlich wenig passieren. Sehr gut. Nomi, du bist gebürtiger Hamburger, ist das richtig? Auf jeden Fall. Und wo bist du aufgewachsen in Hamburg? Eastside, Jenfeld, Billstedt. Okay. Das ist so ein bisschen meine. In Jenfeld bin ich groß geworden, habe die ganze Zeit meine Jugend verbracht, bin dann im Billstedter Raum geblieben. Bis vor einigen Jahren hat es mich dann ja komplett auf den Westen sozusagen gebracht, um das mal so auszudrücken. Ja, schön gesagt. Und deine Eltern, kommen die auch aus Hamburg, also ursprünglich? Oder wie ist Ja, das? Rahlstedt, Barmbek, das war so die Hut meiner Eltern und somit sind wir dann nachher irgendwann nach Jenfeld gezogen und dann sind beide Die Hard Hamburger sozusagen. Ja, das ist doch schön. Und bist du ein Einzelkind oder hast du Geschwister? Nee, ich bin tatsächlich das Nesthäkchen. Ich habe noch zwei, ich sag mal, richtige Geschwister und auch noch zwei Halbbrüder. Also quasi, mein Vater war da sehr gut unterwegs und eigentlich habe ich noch 4 Geschwister, ja. Okay, also eine schöne große Familie. Ja, Hat doch auch alles so seine schönen Seiten bestimmt. auf jeden Fall. Und du bist ja in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen hier in Hamburg oder groß geworden. Und wie würdest du die Zeit damals beschreiben? Wie war das hier in Hamburg? Sorgenfreier erstmal so grundsätzlich. Man ist ja tatsächlich, ich gehöre noch zu der Generation, die draußen spielen gewesen ist, ohne dass die Eltern dabei waren. Ja. Das war ja früher selbstverständlich, da bist du rausgegangen und dann hast dich da irgendwie auf dem Bolzplatz getroffen, gemacht und getan. Ich für mich, der größte Unterschied zu heute, glaube ich, ist wirklich, und diese ganze Handy-Geschichte gab es ja alles gar nicht. Da warst du mehr Kind, glaube ich, mir einzubilden sozusagen. Ja, Ja. also weniger Medien, ne? Ja, das stimmt. Ja, dieses ganze Social Media, du kriegst ja alle 2 Monate gibt es irgendwelche neue Kanäle, auf denen man dann sich da irgendwie, ich esse gerade eine Banane und guck mal und ich schmeiß sie jetzt weg und das ist ja alles, das gab es ja alles früher gar nicht. Und ich glaube, das war auch irgendwie ein Stück weit schöner, weil du konntest dich halt auch auf deine Kindheit irgendwie dich konzentrieren oder, nee, gar nicht dich gar nicht auf irgendwas konzentrieren. Du hast einfach irgendwas gemacht, ne? So, und das ist, glaube ich, heute schon echt ein Stück weit wesentlich anders, um das mal höflich auszudrücken. Ja, das heißt, du hast deine Freizeit auch viel draußen verbracht und wahrscheinlich, wie waren deine Einstellungen damals zum Sport, also dem Sport gegenüber, wenn du dich dann Ja, draußen viel Sport bewegt war der größte Part meiner Kindheit. Ich habe natürlich angefangen wie jeder andere vernünftige Hamburger oder deutsche Junge. Ich habe Fußball gespielt und bin dann irgendwann ich kann gar nicht sagen wann, ins Basketball gerutscht. Auf einmal war diese ganze Chicago Bulls, Michael Jordan Geschichte ist voll in mir eingeschlagen. Ja. Ja, und dann habe ich angefangen Basketball zu spielen und dann habe ich von mittags oder sobald du aus der Schule rausgekommen bist, bis abends die Sonne unterging, hast du mich mit dem Basketball erwischt. Ne? Okay. Und das ist dann auch so, also hast du das im Verein gemacht oder war das einfach Ja, so? ja, da bin ich richtig eingestiegen. Also im Verein haben wir gespielt oder ich. Dann in Auswahlmannschaften tatsächlich hier für die Hamburger Auswahl, waren wir auf Turnieren irgendwie in Schweden und sonst wo. Okay, Und spannend. doch, da bin ich schon sehr früh leistungsorientiert eingestiegen. Wie lange hast du das ungefähr gemacht? Ich mache es immer noch. Achso, ja, guck mal. Nur aus leistungsorientiert wird jetzt Ü40 Liga, wo sich dann Menschen in meinem, ich sag mal, Alter treffen und dann immer noch denken, sie sind 15. Aber nee, das habe ich tatsächlich sehr, sehr lange gemacht oder beziehungsweise andersrum. Ich habe mit Football sehr spät angefangen. Und eine Zeit lang habe ich dann das beides getan. Aber ich weiß jetzt gar nicht vom Alter her bis Ende 20 war ich da schon noch sehr engagiert dabei. Ja, das heißt, du hast es gerade angesprochen mit dem Football. Wie bist du dann so richtig dahin gekommen? Also wie kommt man dann zum Football vom Basketball? Ja, witzigerweise, ich hatte einen amerikanischen Basketballtrainer. Und der war immer relativ, wie soll ich das sagen, angetan, dass ich schon damals mit mehr Masse, er sagte immer, ich bin nicht fast, ich bin aber quick.
Und nun hatte ich auch mal sehr gute Hände irgendwie, so ein ganz gutes Ballgefühl. Und der sagte, ey, eigentlich müsstest du beim Football Tight End spielen. So, und ich habe aber gesagt, aber eigentlich siehst du mich an der Dreierlinie und lieber Dreier werfen. Und mein damaliger bester Freund, mit dem ich aufgewachsen bin, der hat allerdings Football gespielt. Ja. Und der hat mich dann auch immer voll geseiert, du musst mal mitkommen. Das fand ich auch ganz nett zum Zugucken. Habe ich immer schöne Bratwurst gegessen und habe da auch nicht so viel von verstanden. Ja. Bis irgendwann dieser amerikanische Basketballtrainer von mir, die damaligen Trittau Dukes, angefangen hat zu trainieren. Ja. So, und dann hat er mich damit hingeschnackt, so mein Kumpel, und dann war ich dann plötzlich da und habe Football gespielt.